Amelie aus Bristol kommt gerade von ihrem Sprachkurs. Jetzt sitzt sie in einem Café in der Victoria Street. In ihrer ersten Stunde hat sie gelernt, dass es im Deutschen 3 Arten von Nomen gibt: maskuline, feminine und neutrale. Welches Genus hat wohl das Wort Kaffee, denkt sie. Ihr Blick wandert weiter zum Eis. Ich esse gerne Eis und meine Freundinnen auch. Mein Freund mag kein Eis. Ist Eis vielleicht feminin? Auch bei Bier ist sie unsicher. Bier fühlt sich eher maskulin an. Schließlich trinken viele Männer Bier. Aber Frauen trinken natürlich auch Bier. Dann fragt sie sich, und Kaffee? Ist Kaffee vielleicht neutral? Kaffee mögen schließlich sowohl Frauen als auch Männer. Ihre Verwirrung wächst. Warum gibt es im Deutschen so viele verschiedene Artikel? Wie kann ich mir merken, welches Wort welchen Artikel hat? Genau diese Fragen werde ich in diesem Video beantworten. Lassen Sie uns gemeinsam die Genusregeln der deutschen Nomen untersuchen und herausfinden, wie Sie sich die leichter merken können. Wenn Sie möchten, können Sie die Untertitel für Englisch oder Japanisch einschalten. Und es gibt auch einen Lerntipp. Ich zeige Ihnen, wie Sie sich das Genus von Nomen besser merken können. Im Deutschen hat jedes Nomen ein grammatisches Geschlecht. Es gibt maskuline, feminine und neutrale Nomen. Dieses grammatische Geschlecht wird durch einen Artikel ausgedrückt. Im Englischen gibt es nur einen bestimmten Artikel, the. Im Deutschen gibt es 3, der, die, das. Das Wort Koffer ist maskulin, deshalb der Koffer. Der ist der bestimmte maskuline Artikel. Das Wort Blume ist feminin. Der bestimmte feminine Artikel ist die. Deshalb die Blume. Fahrrad ist Neutrum. Deshalb das Fahrrad. Das ist der bestimmte neutrale Artikel. In einem Satz muss man fast immer mit einem Nomen einen Artikel benutzen. Deshalb ist es wichtig, Nomen immer mit dem Artikel zu lernen. Merken Sie sich momentan bitte: Koffer, maskulin, der Koffer. Blume, feminin, die Blume. Und Fahrrad, Neutrum, das Fahrrad. Wir brauchen das später noch. Leider gibt es fast keine eindeutigen Regeln für das Genus. Auch für deutsche Kinder ist es schwer, die Genera von allen Nomen zu lernen. Kinder machen oft noch Fehler. Aber anders als Kinder lernen Sie jetzt einige Regeln. Die helfen Ihnen beim Lernen. Zunächst zu den maskulinen Nomen. Bei Personen und Tieren stimmt das grammatische Geschlecht oft mit dem natürlichen überein. Nomen, die also für männliche Personen stehen, sind maskulin. Beispiele: der Arzt, der Lehrer. Und Mann ist auch maskulin, also der Mann. Außerdem sind Tage, Monate und Jahreszeiten maskulin. Beispiele: der Montag, der Januar, der Sommer. Diese Regeln haben keine Ausnahme. Nomen, die auf er oder ling enden, sind oft, aber nicht immer, maskulin. Beispiele: der Schüler, der Frühling. Frühling ist übrigens das einzige Wort mit ling am Ende für das Niveau A. Es ist außerdem eine Jahreszeit, daher gibt es 2 Gründe, warum Frühling maskulin ist. Bevor wir weitermachen, möchte ich Sie noch auf die kostenlose Lernkarte zu Genus der Nomen hinweisen. Sie können diese Lernkarte im A5-Format herunterladen, ausdrucken und an einen Ort hängen, wo Sie diese Regeln immer übersichtlich vor Augen haben. So lernen Sie die Regeln ganz nebenbei.
Der Link zum Download gibt es in der Beschreibung. Auch beim femininen Genus folgen Nomen, die für weibliche Personen stehen, dem natürlichen Geschlecht. Diese Nomen enden auf in. Beispiele: die Ärztin, die Lehrerin und Frau ist natürlich auch feminin, die Frau. Fast alle Nomen, die auf e enden, sind feminin. Beispiele: die Blume, die Tasse, die Lampe. Für das Niveau A1 gibt es nur wenige Ausnahmen. Hier sind die Ausnahmen: das Auge, das Ende, der Kaffee, der Käse, der Name. Diese Regel ist also eine große Hilfe. Bei Nomen, die auf e enden, können Sie einfach den femininen Artikel ausprobieren, wenn Sie nicht sicher sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass es richtig ist sehr groß. Die nächste Regel gilt zu 100%. Alle Nomen, die auf ung, keit, heit, ei oder ion enden, sind feminin. Beispiele: die Wohnung, die Pünktlichkeit, die Gesundheit, die Datei, die Information. Zudem sind alle Nomen im Plural feminin. Auch hier gibt es keine Ausnahmen. Beispiele: die Lehrer, die Blumen, die Wohnungen. Für neutrale Nomen gibt es zwei wichtige Regeln. Die erste Regel lautet: Nomen, die auf chen oder lein enden, sind neutral. Beispiele sind das Mädchen, das Fräulein. Die Anrede Fräulein benutzt man übrigens heute nicht mehr. Aber Achtung, auch hier ist die Aussprache entscheidend, nicht nur die Schreibweise. Deshalb ist Mädchen neutral, während Kuchen maskulin ist. Die zweite Regel für neutrale Nomen besagt: Nomen, die etwas Allgemeines oder ein Konzept ausdrücken, sind oft neutral. Beispiele dafür sind das Wasser, das Essen. Es gibt kein einzelnes Ding, das Wasser ist. Wasser ist nur ein abstrakter Begriff. Man kann Wasser auch nicht zählen. Das Gleiche gilt für das Essen. Essen kann ganz verschieden aussehen. Essen ist auch nur ein abstrakter Begriff für viele verschiedene Dinge und verschiedene Mengen. Weitere Beispiele sind das Beispiel, das Brot, das Land. Erinnern Sie sich noch an Koffer, Blume, Fahrrad vom Anfang des Videos? Koffer steht für ein maskulines, Blume für ein feminines und Fahrrad für ein neutrales Nomen. Wenn Sie von jetzt an ein neues Nomen lernen, verbinden Sie das neue Nomen zu einem Bild mit dem passenden Symbol für das Genus. Ein Beispiel: Sie möchten sich das Genus von Fluss merken. Fluss ist maskulin. Verbinden Sie deshalb Koffer und Fluss zu einem Bild, das Sie sich merken. Koffer schwimmen in einem Fluss. Oder noch besser, ein Fluss fließt durch einen Koffer. Wenn Sie später das Genus von Fluss nicht mehr erinnern, rufen Sie das Bild wieder ab. Probieren Sie es mal. Sind Sie jetzt bereit für einige Übungen? Ich zeige Ihnen je 5 Sekunden 10 Nomen mit den Artikeln. Versuchen Sie ein möglichst starkes Bild mit den Symbolen für das Genus im Kopf zu erstellen. Nachher probieren wir, wie viele Sie sich richtig merken konnten.
Konnten Sie sich gute Bilder vorstellen? Jetzt sehen und hören Sie einige Sätze. In diesen Sätzen gibt es eine Pause. Sprechen Sie und füllen Sie die Pause mit dem richtigen Artikel. Wenn Sie die Lernkarte heruntergeladen haben, können Sie die jetzt benutzen. Sonntag ist für die Familie. Alle sind zu Hause. Der Sonntag ist für die Familie. Alle sind zu Hause. Vater macht das Frühstück. Der Vater macht das Frühstück. Mutter schläft noch. Die Mutter schläft noch. Anne, Tochter, ist draußen. Anne, die Tochter, ist draußen. Mädchen spielt im Garten. Das Mädchen spielt im Garten. Ben sitzt am Computer. Junge spielt ein Computerspiel. Der Junge spielt ein Computerspiel. Essen ist fertig. Das Essen ist fertig. Es steht auf dem Tisch. Lampe hängt über dem Tisch. Die Lampe hängt über dem Tisch. Bruder kommt sofort. Der Bruder kommt sofort. Schwester ist noch draußen. Die Schwester ist noch draußen. Im Folgenden sehen Sie die Wörter von Anfang an noch einmal. Die Reihenfolge ist aber anders. Erinnern Sie sich noch an Ihre Bilder? Ergänzen Sie jetzt die Artikel. Der Kühlschrank, das Fleisch, der Unfall, die Wolke, der Rock, der Topf, die Kette, das Schloss, der Schirm, das Medikament. Übrigens weiß Amelie jetzt, dass das Genus von Nomen nichts mit Männern, Frauen und Kindern zu tun hat. Meistens jedenfalls. Und sie hat sich mit unserer Methode gemerkt, der Kaffee, das Bier, das Eis. Funktionieren diese Regeln auch für Sie? Schreiben Sie gerne in die Kommentare, wie Sie das Genus der Nomen lernen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn Sie Fehler machen, ist es kein Problem. Denken Sie immer an die deutschen Kinder.